Caravan-Salon Düsseldorf 2023, Halle 4 bei Tabat. Neben mir die Sabrina. Hallo Sabrina. Hey, ich grüße euch. Ein brandneues Modell mal wieder, der neue Senara. Ja. Du hast schon angekündigt, den willst du uns unbedingt zeigen und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Hier haben wir den Senara 460e. 2,3 Breite. 2,3 Breite, genau. Und Grundpreis 23.990, um die Daten einzugehen. 6,97 Meter bis zur Deichsel. 5,79 Meter ist die Nutzlänge. Er ist jetzt mit 1800 Kilo mit einer Rudenbestückung unterwegs von 517 Kilo Zulademöglichkeit. wow. Und da hast du auch schon gesagt, hier die Besonderheit, es gibt eine Garage mit massig Platz für die 517 Kilo Zuladung. Genau, und zwar ist das jetzt ein Einzelbettwohnwagen, wen es interessiert, der etwas die Einzelbetten im Innenleben hochgesetzt hat. Dadurch gibt es die Möglichkeit, halt den Stauraum unter den Betten zu nutzen. Ist natürlich optimal gelöst und es gibt nicht nur den Stauraum hier in der Fläche, sondern natürlich auch nochmal zusätzliche Ablageflächen für manche Sachen, die eben nicht einfach nur so abgelegt werden sollen, sondern Sachen, die man vielleicht auch mal griffbereit haben möchte. Und durch die 2 Garagentüren links und rechts auf der Seite kommst du von allen Seiten auch schön dran. Ja, bequem von links und rechts, gut zugänglich. Dann gehen wir mal nach vorne. Gib uns mal noch ein paar Infos zum Chassis, das wir hier haben. Hier auf Alco, wie man sieht und wer es kennt. Mit Stützrad, mit Stützlastanzeige. Das kann man aber entscheiden. Ja, der Senara, ein ganz, ganz neues Modell, der ein anderes Modell ablösen soll. Welches Modell ist das nochmal? Ja, habt ihr euch gut gemerkt, und zwar den Rossini. Der Rossini. Also wer irgendwann den Rossini vermisst, der muss ihn leider weiter vermissen. Das Folgemodell heißt Senara, aber ich glaube, das steht dem Rossini in nichts nach, denn nicht umsonst werden andere Modelle abgelöst. Es wird natürlich immer eine Verbesserung, eine Optimierung damit umgesetzt. Ja. Wir haben die 2 Vorgänger jetzt gesehen. Ich weiß nicht, ob wir mal in die Halle jetzt noch mal schauen. Hier sehen wir mal noch die Komforttür. Anders sind immer durchgängige Türen ohne Fenster. Die Komforttür etwas schmäler. Wir haben die mit 70 cm gesehen, hier halt mit 60 cm. Kann man für das Fahrzeug also erwerben. So ein kleines Fenster ist manch einem ja doch noch ganz wichtig. Ja, und wer möchte, kann es natürlich auch noch zusätzlich abdunkeln. Das heißt, Jalousien sind auch mit vorhanden. Aber da der Flo auch gerade mal rübergeschwenkt hat, der Senara 460 DMK und Senara 490 TD, dazu haben wir auch schon Videos gedreht. Also, falls ihr euch für die anderen Modelle interessiert, dann schaut mal in unsere Videos rein. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann solltet ihr unbedingt German Television abonnieren, wenn ihr Caravan-Fans seid oder Campingzubehör wie E-Bikes und Powerstations, dann ist German Television die beste Adresse. Du bist so weit weg, auf 2,32 Meter. Ja, Wahnsinn, oder? 2,32 Meter, aber ein Raumgefühl wie eigentlich im Wohnzimmer, ne? Mega. Und auch hier wieder die Also ich bin durch die neue Technik echt begeistert. Du kannst bis hinten hin durch die neue Heckpartien kannst du alles nutzen. Ja. Wahnsinn. Und auch hier 3 Fenster, das öffnet dann natürlich auch noch mal den Raum. Und man hat so einen schönen Rundumblick überall hin. Ich glaube, wenn man hier so abends sitzt oder entspannt mal einen Kuchen isst und kann so schön rausgucken und die Nachbarn grüßen auf dem Campingplatz. Ich esse jederzeit Kuchen. Ja. Was Süßes geht immer. Ja. Ich sehe hier ja eher die Pokerrunde, ne? Das ist ja auch genug Platz für mehrere Spieler. Was setzt sich dazu? Ja, komm dazu. All in, würde ich sagen. Ja. Oder was spielt man so abends auf dem Campingplatz? Ich war noch nicht so oft auf dem Campingplatz. Sämtliche Kartenspiele, da geht alles. Da geht alles. Dein Favorit? Und nee, ich kann jetzt keine Werbung machen für irgendein spezielles Spiel. Vielleicht gibt es ja eine tolle Kooperation in Zukunft. Die Weiß ja Rezessionen, Gesellschaftsspiele sind ja doch sehr angesagt. Ja, es gibt immer mehr viele tolle Spiele, aber ich würde mal sagen, der Klassiker Monopoly und so. Das dauert lang.
würde mal Mau spielen. Mau Mau. Du kannst Mau spielen mit einem schönen Skatspiel, ja. Du kannst einiges machen mit so einem Skatspiel. Gut, aber genug gespielt jetzt für heute. Hier geht es nochmal zurück zum neuen Modell. Ich habe auch schon bewundert, dieses Akustikpanel, dass das Ganze auch nochmal richtig schön wohnlich gestaltet. Und es sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch natürlich eine akustische Wirkung. Also auch hier haben wir in der Messehalle, sobald man das Fahrzeug betritt, eine schöne gedämpfte Akustik. Und man fühlt sich eigentlich direkt schön zu Hause. Das stimmt. Noch da nochmal die hinterlüfteten Stauschränke. Du hast schon gesagt, falls man irgendwie feuchte Kleidung hat, damit es nicht irgendwann müffelt, gibt es dann auch noch die Lüftung in den Schränken mit Sollte dabei. ja sein, dass sie nicht feucht wird, ja. Auch hier, ich finde, hier ist so wirklich Wohnzimmer-Layout irgendwie. Also ich kann mir gar nicht vorstellen. Warm, behaglich. Das ist wirklich wahr. Ich kann mir gerade gar nicht so vorstellen, dass wir in einem Wohnwagen sind. Aber auch hier, die Hersteller gehen natürlich mit der Zeit. Und ja, sowas wie solche Stoffpaneele und so, die haben natürlich nicht nur eine optische Funktion, sondern wie schon gesagt auch eine akustische Funktion. Ja. Die Arbeitsplattenverlängerung, die ist mittlerweile auch schon öfter mal dabei, damit man eben die Arbeitsplatte noch weiter nutzen kann. Denn das ist, finde ich, ist auch so in der Küche zu Hause manchmal ein Problem, dass man einfach zu wenig Arbeitsfläche hat. Ne? Ja. Und wenn man einfach mal gerade eine Zwiebel schneiden will, dann muss man sich eben nicht da hinsetzen, sondern kann bequem stehen bleiben, schnell was schnibbeln und fertig. Genau, du hast ja die Möglichkeit, ja dann halt auch die Einzelbetten deswegen und hast aber auch die Möglichkeit, das Ganze ja doch so ein bisschen länger zu gestalten für die Liegefläche im oberen Körperteilbereich. Ja, also entweder, wenn man eine richtig schöne Liegewiese haben möchte. Und noch Luft nach oben, das ist schon Wahnsinn. Ja, also auch von der Stehhöhe. Ich bin 1,75, heute mit hohen Schuhen, glaube ich, ein bisschen größer. Ich habe immer noch richtig Platz nach oben hin. Also ich würde behaupten, so 1,90 Leute, die können hier auch noch, oder ja, bis 2 Meter. Weißt du, welche Stehhöhe wir hier? 1,98 hatten wir immer irgendwo. 1,98. Hier müsste man tatsächlich jetzt mal schauen. Ja, also auch optimal für größere Personen. Auch noch mal ein Dometic-Kühlschrank und viel Stauraum. Extra Besteckkasten. Und, was haben wir noch nicht gesehen, Flo? Den Das Kühlschrank. Badezimmer. So, geh am besten mal vor. Aber ich finde auch hier von der Breite, so während man sich bewegt, in anderen Wohnmobilen, wenn wir da zu zweit irgendwo vorbeigehen, wurde es schon eng. Ja, du hast aber halt hier bei dem kommt man Wohnmobil eigentlich... immer die 2,32. Beim Wohnwagen hast du die 2,50 und selbst aber jetzt hier die 2,32 sind ja Wahnsinn. Also perfekt genutzt. Und auch hier nochmal WC. Dusche kann man sich optional dazu buchen. Geht das hier auch? Das müssen wir dementsprechend immer pro Fahrzeug dementsprechend mit dem Hersteller Vorgaben dann abprüfen. Also sprecht die Verkäufer an, vor allen Dingen uns. Ja, AMC Schmidt in Ida Oberstein. Nennt doch mal eure Webseite. Oh, www.amc-schmidt mit doppelt-t.com. Genau, also schaut auf die Webseite oder fahrt vorbei oder anrufen oder. Einfach mal Google anschmeißen. Google verrät euch auf jeden Fall alle Kontaktdaten. Und wenn ich mir jetzt so einen Senara bestellen möchte, wie lange dauert es ungefähr, bis der geliefert werden kann? Also aktuell hätten wir jetzt keine Kontingente mehr bis zum 31.12. Das wird dann halt im nächsten Jahr, so April, Mai. Ja, und sollte dann funktionieren, dass ihr schon mit dem Urlaub fahren könnt in den Sommerferien. Sehr gut. Also, falls ihr euch verliebt habt oder das Fahrzeug auch mal persönlich kennenlernen wollt, dann merkt euch die CMT Stuttgart. Dort wird es nochmal ausgestellt sein. Ihr habt es leider noch nicht vor Ort, aber weißt du schon ungefähr, wann ihr es bekommt? Brandaktuell halt und so wie die Fahrzeuge halt vorgeordert sind. Im Moment ist immer noch der Hype recht groß. Kommt fast bei uns nichts auf den Hof, weil es meistens vorbestellt ist tatsächlich. Okay, ja. Gut, dann gehen wir einmal raus. Ja, hier ist reger Andrang. Ja, also die brandneuen Modelle sind natürlich begehrt. Nicht umsonst geht man auf den Caravansalon Düsseldorf, wenn man eben die 2024er Modelle kennenlernen möchte. Ja, Halle 4 bei Tabat. Sabrina von AMC Schmidt hat uns jetzt die neue Modellreihe Senara
gezeigt. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Ich danke euch. Ja, wenn er euch gefällt, wenn ihr Interesse an Senara habt, dann geht auf die Webseite von Tabat oder kontaktiert AMC Schmidt. Die beraten euch. Es dauert leider noch ein bisschen, bis er bei euch vielleicht vor der Haustür stehen kann. Aber ich glaube, das Warten lohnt sich. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like, kommentiert fleißig und nochmal ganz, ganz wichtig, abonniert German Television. Dann bekommt ihr unsere Videos ganz frisch auf die YouTube-Startseite gepackt und ihr bleibt immer auf dem Laufenden. Danke fürs Einschalten und bis bald. Tschüss.